Also ich heiße Stefanie Bangura. Bangura, der Name kommt aus Guinea. Mein Ehemann ist ein traditioneller Trommler. Ich war in der Ausbildung als Gymnastiklehrerin und da habe ich afrikanischen Tanz kennengelernt. Und das war so ein Gegensatz zu dem, was ich in der Ausbildung gelernt habe, wo es immer darum ging, wie sieht die Bewegung aus, sind auch alle gleich, wie viele Drehungen schafft man, wie hoch geht das Bein. Und im afrikanischen Tanz habe ich so eine andere Perspektive kennengelernt, sich mit Körper und Bewegung und Musik zu beschäftigen. Dann, was mir noch wichtig ist im afrikanischen Tanz, ist der Kreis, die Wiederholung, diese Trance-Zustände, die sind ja auch oft tabuisiert. Ja? Das ist also die Vorstellung von, ich bin außer Kontrolle und was Fremdes besetzt mich. So habe ich das nicht erlebt im afrikanischen Tanz, sondern dort werden Trance-Zustände als sehr introvertiert erlebt. Das ist etwas ganz Individuelles, was jeder für sich erlebt, weil du bist hochsensibilisiert für deine ganze Wahrnehmung, die eben sehr körperlich ist. So, die Verbindung von Sex und afrikanischem Tanz. Es ist orgastisch, das ist auch klar. Ich meine, der Orgasmus findet ja auch in einem spiralischen, energetischen Kreislauf statt. Und das ist, ich meine, wenn du einen Trommler hörst, wie er ein Solo spielt, das ist für mich ein Orgasmus. Und wenn man sich darauf einklingt als Tänzer, dann erlebt man das mit. Tanzen hat ganz viel mit Sex zu tun. Genauso wie Singen. Meine Gesangslehrerin hat immer gesagt, sing mit dem, womit du Sex machst. Also das ist die ganze Becken und Boden, das ist da, wo unser Zentrum, unsere Kraft ist. Das ist im afrikanischen Tanz, ist das hochkultiviert, die Kontrolle von dem Kraftzentrum, was im Becken ist. Bei Mann und Frau ist das gleich. Da ist unsere Kraft, da ist unsere Intuition, da ist unser Überlebenstrieb, da ist unsere Aggression, Trauer. Das ist alles im unteren Bauch. Der Bauchtanz hat es ja auch, also alles, was afrikanischen Einfluss hat, hat auch ganz stark diese sexuelle Komponente. Und das lässt natürlich Energie frei. Und da haben wir eine ganze Menge zu befreien durch unsere Geschichte von der Kirche, die ja körperfeindlich ist und sich selber berühren. Das ist ja irgendwie ein Riesentabu. Und das findet in den Orisha-Tänzen Oshun festigt die ganze Zeit selber an und wird da dieses sich selber sinnlich zu erfahren durch also afrikanischer Tanz findet ja alleine statt. Das gibt es nicht diese Paartanzgeschichte, das ist ja westliches Denken. Du alleine mit dir genießt es in der Gruppe und dieses alleine in dem Sinne gibt es ja nicht. Das Wort Solo ist ja italienisch, gibt es überhaupt in afrikanischer Sprache nicht. Es ist das Individuum in der Gruppe, dieses Wir. Ashe. Und A ist das Wort, oder ist übersetzt heißt wir und She heißt gestalten. Ziel und Zweck des Kurses ist es eben, eine Plattform zu schaffen für Multiplikatoren des afrikanischen Tanzes, sich auszutauschen über, wie wollen wir eigentlich arbeiten im afrikanischen Tanz. Ja, also dass der Tanz eben Zugang kriegt zu therapeutischen Institutionen, zur Universität, zu akademischen Niveau. Das ist, glaube ich, das ist ganz wichtig, denn das ist bis heute ja nicht anerkannt. Also wenn jemand sagt, er ist Tänzer, ist die erste Frage, machst du auch klassisches Ballett? Und ich sehe afrikanischen Tanz als die klassische Form, überhaupt sich gesund zu bewegen.